Wir haben den 26. August und ich bin, wie ihr hier seht, am Bahnhof Zoo. Ergo gibt es gleich ein weiteres Stadtbahnvideo, denn ich bin auch auf dem Weg nach Berlin-Köpenick. Ja, und hier kann man dann sehen, dass diese abgehängte Zwischendecke für die Hallendachsanierung der Fernbahnhalle jetzt vorne an der Hallenschürze angekommen ist. Da fehlt jetzt nur noch hier in dem Bereich so ein bisschen Abdeckung oben drauf. Aber somit sind die Hauptträgerarbeiten in dem Bereich auch abgeschlossen. Hier bin ich jetzt im Bahnhof Tiergarten. Und hier könnt ihr diese Abdeckgitter sehen, die hier verlegt worden sind, anstelle von früher dem Kies. Die sind auch hier zwischen den beiden Fernbahngleisen, nämlich genau da und hinter dem letzten Fernbahngleis und dem Kabelkanal dort. Entschuldigt, war eine Wespe, und zwischen dem letzten Fernbahngleis und dem Kabelkanal war das auch. Ja, dann haben wir hier diese neue, mehr oder weniger schwimmende Brückenübergangskonstruktion. Ihr habt da dann nochmal einen Blick drauf, und so wie das hier ist, soll und wird das bei 90% der Brückenübergangskonstruktion dann hier auf der Stadtbahn gemacht, und die übrigen 10%, das sind ja diese massiver ausgeführten, wie zum Beispiel am Berliner Hauptbahnhof. Hier im Bahnhof Bellevue habt ihr jetzt einen Blick auf die feste Fahrbahn der S-Bahn. Und ganz rechts unten diese 8 Schraubbolzen, die ihr dort rausgucken seht. An diesen 8 Schraubbolzen war früher mal die mechanische Fahrsperre befestigt gewesen, bevor hier dieses neue Zugsicherungssystem der S-Bahn hier auf der Stadtbahn eingeführt wurde. Ja, hier im Bahnhof Bellevue steht wieder Mia Grande Amore Ingrid mit dem Schallschutzsteine und Schrott Einsammelzug. Aber auf diesem Zug ist nicht nur Schrott drauf. Hier sind auch 1,5 Wagen mit 9 von diesen Schallschutzsteinen drauf. Das heißt, die werden dann sicherlich entlang der Stadtbahn an bestimmten Stellen entladen. Ja, und hier am Bahnhof Tiergarten, hier unten drunter, hier könnt ihr dann mal diese aufgeständerte neue Konstruktion sehen. Warum man allerdings unter diesen Stahlmatten, nachdem man den Schotter da weggemacht hat, nicht richtig sauber gemacht hat, entschließt sich mir nicht. Und das Gewächs und Gehölz hat man hier auch drin gelassen. Liebe Leute von der DB Netz, DB Infrago oder wie auch immer, so braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr in 3-4 Jahren in diesem Bereich Schäden und Abplatzungen im Beton habt, beziehungsweise Undichtigkeiten der Brückenfugen. Das ist im Grunde genommen das, was der normale Handwerker als Fusch bezeichnet.
zur S-Bahn-Linie 15, zur U-Bahn-Linie 5 und zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg links. Nächste Station Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25, 26, zur U-Bahn-Linie 6 und zum Regionalverkehr. Ja, und ihr seht aber auch, dass hier auf der Stadtbahn im Moment baustellenmäßig oder bauarbeitentechnisch ja nicht so viel los ist. Hängt einzig und allein im Moment mit dem Bauablauf zusammen, denn am Innenministerium ist ja, wenn man so will, die Stadtbahn jetzt unterbrochen wegen Bau der Unterkonstruktion zur festen Fahrbahn, dafür das Weichentrapez. Ja, und hier im Bahnhof Friedrichstraße sind natürlich die Fahrbahnübergangskonstruktionen im Bereich der Fernbahn bis auf, ich glaube, 2 oder 3 komplett gewechselt. Hier ist man, wie ihr sehen könnt, dabei, die westliche Bahnsteigkante neu aufzubauen. Und jetzt geht's Richtung Museumsinsel, Hackescher Markt. Nächste Station Hackescher Markt. So, ihr habt das eben gesehen, an der Museumsinsel ist jetzt dieser Brückenübergangskonstruktionssanierungszug angekommen. Ausstieg links. Ja, und hier am Hackischen Markt, hier ist man gerade dabei, diese Gitterrostplattenkonstruktion anzubringen. Naja, und hier unterhalb der Stromschiene blüht, wächst und gedeiht auch alles.
geht's weiter nach Alexanderplatz. Nächste Station, Alexanderplatz. Übergang zu den U-Bahn-Linien 2, 5 und 8 und zum Regionalverkehr. Hier am Alexanderplatz, hier steht dieser Brückenübergangskonstruktionssanierungszug, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das ist der 782001. Ja, und hier am Alexanderplatz, hier weichen dann natürlich die Gehwegplatten vom Bahnsteig oben genauso auch wie in Friedrichstraße. Und hier habt ihr dann nochmal so ein paar Parameter von diesem gelben, ja, kurzen Wurm zu sehen. So, und hier überall, wo dieser ja, helle Beton zwischendurch im Gleis zu sehen ist, hier sind diese Übergangskonstruktionen schon geändert worden. Ja, und hier an der Janowitz-Brücke, hier könnt ihr dann sehen, hier ist die erneuerte erste Brückenübergangskonstruktion. Und da hinten ist die zweite und hier in dem vorderen Gleis. Jetzt muss ich hier erstmal die komische Lücke suchen. Das ist hier. Da hat man die letzte oder vorletztes Jahr schon erneuert. Ja, und hier im S-Bahn-Bereich, ja, im Flugsand, Zigarettenkippen, Streusand und Ähnlichem wächst dieser Mini-Götterbaum mittlerweile. Interessant, wie und wo alles wurzelt. So, nächster Stopp ist dann für mich der Ostbahnhof. Ostbahnhof. Übergang zum Regional- und Fernverkehr. Und hier vorne kommt ja auch gleich dann das Ende der festen Fahrbahn in Sicht. Da sind wir auch schon auf ja, Untergrund mit Schotter.
könnt ihr dann sehen, diese gelb ausmarkierten Schwellenlinien, die fliegen alle raus demnächst. So, mal gucken, was wir hier am Ostbahnhof haben. Hurra, hurra, die Odeck ist wieder da. So, was haben wir hier? Ganz links haben wir die S3 in Form eines 480 nach Erkner. Dann haben wir den Desiro HC vom RE1 nach Frankfurt-Oder und rechts in der zweiten Bahnsteighalle haben wir den RE7 nach Lübbenau. Ja, und dieser Desiro HC, der hat insgesamt 8 Wagen, also 2 Einheiten zu je 4 Wagen. So, und da drüben wird die Kranbahn vom Roten Riesen verladen. Also geht's der auch an den Kragen. Ja, und hier kann man dann sehen, dass die Pfeiler nicht als Ganzes, sondern auch Stück für Stück gehoben werden. Ja, und diese Löcher unter anderem hier in der Decke, die sind dann alles, was geblieben ist. Die werden selbstverständlich noch zugemacht. Ja, und hier ist dann der Rest vom Roten Riesen. Ja, und hier habt ihr dann nochmal einen Blick auf den Kran, der die Kranschiene und einen Teil der Konstruktion hier zwischen den Bahnsteighallen am Ostbahnhof auf bzw. abgebaut hat. Hier, wo der drauf steht, auf diesen 2, 3 Stützen, plus der Kranfahrbahn, plus der Kran selbst, das ist natürlich dann auch das Letzte, was vom Roten Riesen dann verschwinden wird. Und hier auf diesem Zug, auf diesen 3 Wagen insgesamt, hier könnt ihr dann unter anderem auch schon Reste von der Kranbahn bzw. den Pfeilern sehen. Was hiermit passiert, ob das in Schrott wandert oder wiederverwendet wird, kann ich euch nicht sagen. So, und das war es jetzt auf jeden Fall hier erstmal von der Stadtbahn. Da habt ihr noch die Hamsterbacke nach Lübbenau. Und ich werde jetzt mich mal auf den Weg nach Köpenick machen. Macht's gut. Und im Gegensatz zum letzten Mal hat sich das Zugangebot hier im Berliner Ostbahnhof, ja, seitdem die Erkner Strecke wieder offen ist, verdoppelt.